Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns aus Spanien. Wir haben ja heute Nacht auf diesem Parkplatz in den Bergen übernachtet, ganz in der Nähe von einem Aussichtspunkt. Dazu erzählen wir euch auch gleich noch ein paar Worte, aber erstmal schauen wir uns einen kurzen Zusammenschnitt an davon, was es in diesem Video unter anderem zu sehen gibt. Intro ab! Nachdem wir in der letzten Woche nicht nur einen Traumstrand besucht haben, sondern vor allem etwas im bergigen Inland unterwegs waren, wo wir im Postkartenort Riaño einen neuen, absoluten Lieblingsort hier in Nordspanien gefunden haben und bei den Seen von Covadonga im Nebel versunken sind, Guckt euch diese Aussicht an, ist es nicht wunderschön? Sind wir im heutigen Video wieder hauptsächlich an der wunderschönen Atlantikküste unterwegs. Wir begeben uns auf die Suche nach natürlichen Wasserfontänen, gucken uns das süße, sehenswerte Örtchen Ribadesella an, schauen unserem Van dabei zu, wie er das Schweben lernt und erhaschen einen kurzen Blick auf Oviedo, die Hauptstadt Asturiens, wo wir auch mal wieder auf einem offiziellen, kostenlosen Wohnmobilstellplatz übernachten. Los geht's! Ich bin sicher, es wird wieder ein vollgepacktes Video, auch wenn ich hoffe, dass wir vielleicht eher mal wieder bei so 20 Minuten Videolänge landen, statt ja wie zuletzt häufig bei um die 30 Minuten. Aber fangen wir ganz vorne an. Hier, wo wir die letzten 2 Nächte verbracht haben. Wir sind hier auf einem großen Parkplatz in den Bergen, ja, in den Ausläufern der Picos de Europa, aber auch ganz nah am Meer, an der Küste. Man kann das Meer da unten auch sehen und es sind auch, glaube ich, nur so ja, knapp 15 Minuten Fahrt bis runter ans Wasser. Gesehen haben wir davon in den letzten Tagen ehrlicherweise kaum was, weil wir hier total in den Wolken drin steckten. Das hatte auch irgendwie was. Es war eine ganz coole, mystische Stimmung. Es kam eine Herde Kühe vorbei und auch ein paar Pferde, die hier scheinbar frei rumlaufen. Und die haben sich dann hier alle hingelegt und die Wolken sind hier eben über die Kammlinie gezogen. Das war schon irgendwie cool. Da waren wir noch alleine hier. Am Tag danach sind dann hier mehr und mehr Fahrzeuge aufgekreuzt, bis wir dann am Ende ja so 10, 15 Mobile hier oben waren. Die 2 Nächte davor haben wir knapp 40 Minuten von hier in Llanes verbracht. Auf einem offiziellen Wohnmobilstellplatz, wieder mal ein kostenloser Wohnmobilstellplatz. Da haben wir uns extra hingestellt, um zu arbeiten und um das letzte Video hochzuladen. Aber da wurde es irgendwann dann so voll, dass unser Internet ausgefallen ist. Also ich glaube, dass es daran liegt, denn sowohl unser Router als auch unsere Handys haben alle LTE und guten Empfang angezeigt, aber es ging einfach gar nichts mehr. Vor allem an beiden Tagen abends, als es eben so besonders voll wurde. Und deswegen glaube ich, dass es daran liegt, dass wir halt eben einfach zu viele Leute in dem kleinen Ort waren und dass wir da einfach das Mobilfunknetz überlastet haben. Und dann haben wir eben uns umgeguckt, wo wir vielleicht anderweitig stehen können und haben bei Park4Night diesen Ort hier gefunden. Der ist direkt neben einem Funkmast und wir hatten hier in den letzten Tagen super schnelles Internet. Ich glaube, wir haben noch nie so schnell ein neues Video hochgeladen. Richtig cool. Und hier haben wir in den letzten Tagen jetzt auch versucht, so ein bisschen das schlechte Wetter der letzten Tage auszusitzen. Jetzt heute Morgen ist endlich die Sonne wieder aus den Wolken rausgekommen. Tatsächlich hat es gestern Abend auch schon so ein bisschen aufgeklärt und dann konnten wir endlich auch die sehr hohen Berge der Picos da hinten uns angucken. Das sieht sehr, sehr cool aus, auch jetzt gerade wieder. Also hier mal hochzufahren lohnt sich also auf jeden Fall so oder so, auch wenn man hier nicht übernachten will. Und wir nutzen das gute Wetter, um jetzt weiterzuziehen. Auf geht's!
Unseren ersten Ausflug beginnen wir hier am Playa de Guadamía. Unseren Camper mussten wir ein bisschen weiter im Dorf stehen lassen, weil die Zufahrt ab da dann gesperrt war. Jetzt sind wir hier hingelaufen und wollen uns hier natürliche Wasserfontänen anschauen. Die entstehen, wenn die Flut das Wasser gegen die zerklüfteten Felsen drückt. Mal schauen, ob wir was sehen. Juhu. Sehr grazil, wie eine Gazelle. Ja, Wasserfontänen oder Bufones werden wir heute wohl nicht zu Gesicht bekommen. Einerseits war die Flut heute Morgen um kurz nach 6 und jetzt haben wir 11 Uhr und Niedrigwasser. Andererseits tritt das eben vor allem dann auf, wenn hier im Frühjahr und im Herbst so richtig die Stürme aufziehen. Wenn ihr zu der richtigen Jahreszeit hier seid, dann ist das bestimmt ein super cooles Phänomen. Wenn ihr aber wie wir ein bisschen Pech habt, dann muss es bei einem Spaziergang hier an der Küste bleiben. Dafür ist es hier aber sehr geeignet, denn es ist sehr schön hier. Ich weiß nicht. Das war richtig cool. Man kann da wirklich stundenlang spazieren gehen, wenn man das will. Ganz so lang haben wir das jetzt nicht gemacht. Wir wollen jetzt weiterfahren. Und zwar fahren wir nur ein paar Minuten die Küste entlang nach Riba de Sella. Das ist der nächste Ort. Da waren wir tatsächlich schon zweimal, weil es da einen großen, kostenlosen, offiziellen Wohnmobilstellplatz gibt. Da waren wir jeweils nach unseren Ausflügen in die Picos de Europa. Vom Ort selbst haben wir aber ehrlicherweise eigentlich noch gar nichts gesehen. Wir waren einmal Wäsche waschen, aber ansonsten haben wir nichts gesehen, weil der Stellplatz ein bisschen außerhalb ist. Da das Küstenörtchen aber sehr, sehr schön sein soll und auch ein beliebtes Urlaubsziel ist, wollen wir uns das jetzt noch mal ein bisschen genauer und ganz in Ruhe anschauen. Das machen wir jetzt. Ein Boreo. Oreos. Horeos. Horeos? Mhm. Ja, das sind Horeos, typische alte Kornspeicher der nordwestlichen Provinzen der Iberischen Halbinsel. Ja. In Portugal gibt es die auch. In Portugal auch. Ja, die sieht man hier überall und sehen echt ganz cool aus. Mhm. Riecht nach Essen? So Hunger? Y la casa se llena
super schön hier. Es erinnert mich ein bisschen an die Côte d'Azur und ist total, ja, Maritim. ja, maritim, das kann man sagen. Richtig schön. Diese schicken Häuser, die man hier an der Strandpromenade sehen kann, davon gibt es, ich glaube, fast 2000 in Asturien und die werden Casonas de Indianos genannt. Das hat nichts mit den Indianern zu tun, sondern das sind Häuser von Auswanderern, die im Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts ausgewandert sind nach Südamerika und dann zurückgekommen sind und sich hier diese schicken Villen gebaut haben. Du weißt so viel, Tina. Ich weiß. Riba de Sella heißt übersetzt so viel wie die Flussmündung der Sella. Das hier ist die Sella, die hier eben in das Meer mündet und dadurch ist diese langgezogene, geschwungene Bucht hier entstanden. Das ist sehr cool. In welches Haus möchtest du einziehen? In das natürlich. Ja, muss man fragen. Einfach mal anklopfen, einfach fragen, hallo, können wir wohnen? Ja. Oh, jetzt hier, okay. Okay. Also ja, wir können schon mal festhalten, Riba de Sella gefällt uns richtig, richtig gut. Es ist total schön. So wirklich so ein kleines, süßes Örtchen, weil es ist auch gar nicht so groß, irgendwie 5.000, 6.000 Einwohner. Aber eben wirklich super schön. Ja. Und Covadonga ist nicht weit von hier, ich glaube 40 Minuten. Die Picos sind natürlich nicht weit von hier, man sieht sie im Hintergrund. Auch Riaño mit dem Stausee ist nicht weit weg von hier. Ja. Also hier kann man wirklich sehr, sehr gut mal hinkommen. Hallo. Können wir uns was leisten? Ja. Ein kaputtes Haus 59.000. und mit einem halben Dach. Wächst mir ein? Nein. Yay, der Camper ist noch da. Wir fahren jetzt noch weiter bis nach Oviedo, das ist eine knappe Stunde von hier. Da gucken wir uns heute nichts mehr an, aber wir wollen noch ein paar organisatorische Dinge da erledigen. Da nehmen wir euch vielleicht auch noch mit. Auf dem Weg dahin halten wir jetzt aber hier nochmal in Riba Sella an der Riba de Sella an der Fähr- und Entsorgestation, um die Tanks leer und wieder voll zu machen. Das nutzen wir. Ja, weiter geht's. Noch eine ganz kurze Randnotiz. Wir kommen gleich auch an Gijón vorbei. Da hatten wir vor 2 Wochen unsere Dichtigkeitsprüfung. Wir haben das ja in unserem ersten, zweiten Spanien-Video erzählt, dass es in San Sebastian nicht geklappt hatte, einen Termin zu bekommen. Aber dann hatten wir eben ein paar Stunden weiter die Küste entlang machen können. Und da waren wir jetzt, ja, vor 2 Wochen, glaube ich, ist schon wieder her.
Das hat alles sehr, sehr, sehr gut funktioniert. Es hat nur eine knappe Stunde gedauert. Die haben den Wagen hochgefahren. Wir konnten da währenddessen uns da hinsetzen und tatsächlich ein bisschen arbeiten, Fotos sortieren und Co. Und alle waren sehr, sehr nett. Das hat klasse funktioniert. Also Dichtigkeitsgarantie erhalten. Hier an unserem Parkplatz, 200 Meter davon entfernt, war einfach noch eine Entleerungsstation mit Camperparkplätzen. Das nutzen wir dann jetzt hier. Sparen wir die Zeit. Mega gut. Prima di Sella. Alle Daumen hoch. Ich wollte 2 Daumen hoch sagen, aber ich habe gerade nur einen verfügbar. Danke. Wir sind jetzt in Oviedo und holen hier als erstes mal ein Paket ab. Es gibt mehrere Möglichkeiten, wie man sich im Ausland Dinge zuschicken lassen kann. Einmal gibt es die Möglichkeit, auf ein Postamt etwas schicken zu lassen und das da aufbewahren zu lassen. Und dann gibt es in manchen Ländern auch sogenannte Amazon-Locker. Und da haben wir jetzt was hinschicken lassen. Da kann man dann mit einem QR-Code, den man scannen muss, die Dinge aus einem Locker, aus einem aus einem Schließfach abholen, und das haben wir jetzt gemacht und da gehen wir mal hin und gucken, ob das geklappt hat. Ja, das geht natürlich nur mit Sachen von Amazon, also man kann nicht einfach das random geht nur Sachen bei bestellen. Amazon. Ja, los geht's. Habe ich schon abgeschlossen? Ich glaube, ja. Und jetzt waren wir gerade bei Decathlon und haben unter anderem eine Angel gekauft. Dies für ein ganz spezielles Projekt. Da können wir jetzt noch nicht drüber sprechen, aber ich hoffe ganz, ganz bald. Wir haben ein paar witzige Sachen vor in den nächsten Wochen. Und jetzt ist es schon spät. Wir suchen uns mal einen Stellplatz. Wirklich suchen mussten wir den Stellplatz hier jetzt nicht, denn wir hatten schon vorher gesehen, dass es in Oviedo einen kostenlosen Wohnmobilstellplatz gibt, so 3-4 Kilometer außerhalb des Stadtzentrums. Klassisch schön ist der jetzt nicht, aber natürlich ein super Anlaufpunkt, wenn man hier 1-2 Nächte in der Stadt bleiben möchte. Und von hier werden wir dann morgen wahrscheinlich mit den Fahrrädern starten, denn wir haben schon beim Paketabholen gemerkt, dass es rund um die Altstadt mit dem Parken ein bisschen schwierig ist. Und bevor wir uns dann da den Stress machen, schnappen wir uns lieber unsere Fahrräder. Jetzt werden wir erstmal recht fix ins Bett fallen, denn wir haben heute richtig viel gemacht und wir sind seit fast 12 Stunden unterwegs. Und zum Einschlafen werden wir uns wie immer ein Hörbuch anmachen und damit noch ein kurzer Infobeitrag über einen Service, den wir jetzt schon seit über einem Jahr ganz regelmäßig nutzen, Bookbeat, was übrigens mehr ist als nur eine Hörbuch-App. Die Hörbuchfunktion ist zwar die wir wirklich fast jeden Tag nutzen, sowohl zum Einschlafen als auch gerne mal auf langen Autofahrten, aber zuletzt haben wir auch immer mal wieder über Bookbeat in Bücher reingeguckt, in E-Books, denn die gibt's bei Bookbeat auch. Bestes Beispiel, wir blättern gerade immer mal wieder in dem Buch Spanien mit dem Wohnmobil, um uns hier für Ziele in den jeweiligen Regionen inspirieren zu lassen. Da wurde Oviedo interessanterweise komplett übersprungen. Kann vielleicht ein Zeichen für uns sein, denn was wir bisher so gesehen haben, fanden wir ehrlicherweise auch noch nicht so einladend. Aber wir geben Oviedo morgen auf jeden Fall nochmal eine Chance. Zurück zu Bookbeat. Dank des Flatrate-Modells von Bookbeat kann man im Monat so viele Hörbücher hören oder so viele E-Books lesen, wie man möchte. Und die Auswahl ist riesig. Es gibt über 500.000 Bücher und unsere Liste mit abgespeicherten Büchern ist noch lang.
Wir können Bookbeat also absolut empfehlen. Wenn auch ihr Bookbeat mal ausprobieren wollt, dann könnt ihr das mit unserem Code jetzt für ganze 2 Monate lang kostenlos tun. Klickt einfach unten auf den Link in der Videobeschreibung oder gebt auf bookbeat.de den Code OTTER ein. Und wir sehen uns dann morgen wieder. Wir sind gespannt, ob Oviedo uns noch überzeugen kann. Aber jetzt erstmal gute Nacht. So, heute sind wir mit dem Fahrrad unterwegs und haben uns natürlich erstmal direkt verfahren. Jetzt suchen wir nach einer alternativen Route. Hallo von einem Aussichtspunkt hoch oberhalb von Oviedo. Wir sind hier wahrscheinlich zum bekanntesten Aussichtspunkt der Stadt gefahren. Hier ist eine riesige Christusstatue und ja, wir sind hier wahrscheinlich so 400-500 Meter oberhalb der Stadt. Wir sind hier als allererstes hingefahren, damit wir uns einen Überblick über die Stadt verschaffen können und auch um den starken Anstieg aus dem Weg zu haben. Ja, hier sind viele Hügel und Berge rund um die Stadt und ja, jetzt haben wir den starken Anstieg hinter uns. Von hier aus geht es jetzt nur noch bergab und wir bahnen uns jetzt langsam unseren Weg Richtung Altstadt, würde ich sagen, und gucken uns hier ein bisschen um. Ja. Weiter geht's. Los geht's. Solo un rayo del sol cambia el tiempo en el reloj. Hoy mis deudas reciben perdón. Pago por el show. Me siento feliz porque si no soy yo, pues quién. Todos caen a mi lado. El freno lo arranqué. Me siento feliz porque yo no dudo mi power. Te burlaste de mí, se hace a cabo. Trata de festejar, celebramos el bienestar. Estrellas brillan, quiero un carro que corra más. Nada me rompe, no, no, nada me rompe. Trata de festejar, celebramos el bienestar. Tantas estrellas brillan y Marte me espera mientras yo vea. Nada me rompe, no, no, nada me rompe. Quiero un carro que corra más. Traigo un fin y después fumo un cabo de cigarette. Me pierdo en la ciudad. Ha llegado mi tiempo ya. Voy a vivir porque... Was genau erleben wir hier? Irgendwas, warte, wo sind wir nochmal? Asturien. Asturisches. Ich wollte Andalusisches sagen, falsch. Immer ist cool. Ich weiß nur nicht, was das ist und warum das ist. Nada me rompe. Trata de festejar, celebramos el bienestar. Tantas estrellas brillan.
espera mientras rodea. Nada me rompe, no, no, nada me rompe. Ja, wir laufen hier gerade durch die Altstadt von Oviedo und wir sind so ein kleines bisschen zwiegespalten. Denn also hier in der Altstadt gibt es definitiv ein paar schöne Ecken, wobei auch hier überraschenderweise doch ganz schön viele heruntergekommene Ecken auch sind. Und das Gleiche ist so, heute Morgen haben wir ein paar schöne Sachen gesehen. Hier der Aussichtspunkt, die Christusstatue, die vorrömischen Bauten da und so. Aber alles in allem hat diese Stadt halt doch sehr so ein, ja, vor allem Industriescharme und ja, viele Reihenbauten und ja, hat einfach nicht so, ja, versprüht nicht so richtig einen Charme auf uns, wenn man das so sagen kann. Ja. Also wir neigen dazu zu sagen, ja, man muss das nicht unbedingt gesehen haben, man muss nicht unbedingt hierher kommen. Also kann man, und es gibt bestimmt auch ja, schöne Sachen. Vielleicht waren wir auch einfach hauptsächlich an den falschen Ecken, das kann ja auch sein. Ja. Aber ja, alles in allem kann man machen, muss man aber nicht. Ja, so kann man das, glaube ich, sagen. Mein Highlight ist ja eigentlich, und ich glaube, das haben wir noch gar nicht gezeigt, das Fernando Alonso Museum hier in Oviedo. Denn gestern, da hatten wir tatsächlich noch gar keine Lust auf Sightseeing und sind einfach im Van geblieben. Und nachmittags bin ich dann alleine losgezogen, eben ins Fernando Alonso Museum, der hier geboren wurde und der hier eben ein Museum hat. Und als ich das rausgefunden habe, dass wir hier in der Nähe sind, habe ich gesagt, wir müssen hier hin. Das ist ehrlicherweise auch der Hauptgrund gewesen, warum wir überhaupt hier nach Oviedo gefahren sind. Und das war auch sehr, sehr cool. Das ist mein persönliches Highlight von Oviedo. Und ich würde sagen, damit beenden wir dieses Video. Wir hoffen, es hat euch gefallen, mit uns wieder ein bisschen durch Spanien zu fahren. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann gebt ihm noch gerne einen Like. Und wenn ihr wissen wollt, wie es mit uns weitergeht, dann abonniert doch auch gerne unseren Kanal und schreibt uns gerne vielleicht auch Tipps für Galicien in die Kommentare, denn da fahren wir als nächstes hin. Und ja. Das Gleiche gilt für Portugal. Wenn ihr Tipps für Nordportugal habt, auch Restaurants und so, weil ich würde gerne ein bisschen häufiger essen gehen, als wir das in letzter Zeit gemacht haben. Also wenn ihr irgendwelche Geheimtipps habt, dann schickt sie uns gerne, wir freuen uns. Viele liebe Grüße aus Spanien und bis zum nächsten Mal. Ciao! Macht coole Tricks. ¿Qué es un bufón? Was ist ein Bufón? Eine Wasserfontäne. Ein Fußballspiel. Das war wirklich cool. Latina? Don't cry for me, Argentina. Okay. Tina glaubt nicht an Meerjungfrauen. Ich bin eine Meerjungfrau. Verstehe ich, du bist eine Meerjungfrau, ja. Unter dem Meer, unter dem Meer, unter dem Meer. Ja, sollen wir hässlichere Orte besuchen, damit wir nicht so viel Material haben? Okay. Ja, ab nach Duisburg oder so. Hier in der Altstadt gibt es definitiv ein paar schöne Ecken und wir haben auch heute Vormittag Dong. Das geht jetzt wahrscheinlich, ne? Nada me rompe, no, no, nada me rompe.